ihr seht. Und sie präsentiert der Jury eben ihr Kostüm und zeigt sich euch natürlich auch gern einmal, damit ihr einen Eindruck in etwa davon bekommt, welche Arbeit in solch einem Kostüm steckt. Nummer 2 ist die Hexenmeisterin Vera Skobron. Ein Applaus bitte für ihr Kostüm. Auch hier erfolgt der Gang einmal entlang der Jury, die natürlich verschiedene Kriterien bewerten muss. Zum einen, wie das Kostüm eben aussieht, wie es verarbeitet wurde und vieles, vieles mehr. Nummer 3 ist unsere Barbarin Svetlana Quint aus Diablo 3. Ein riesiges Schwert, was sie da hat. Unglaublich groß. Post hier einmal noch für die Jury. Dann geht es weiter mit unserem tollen Tim Skora. Schöne Hauer, die er da präsentiert. Und auch der Speer ist nicht ohne. Und wichtig war ihm, dass hier noch erwähnt wurde, dass der Troll nicht unbedingt eher des eigentlichen comicartigen Stils angepasst werden sollte, sondern er sollte realistischer wirken. Jacqueline Schmidt präsentiert uns den Pandaren-Monk. Ihren Mönch, den sie hier dann demnächst in Mist of Pandaria spielen wird können. Auch hier einmal der Gang entlang der Jury. Ein Applaus nochmal für unser Pandaren-Monk. Und weiter geht es mit Sylvanas Windrunner aus World of Warcraft, präsentiert von Laura Schurhoff. Ihr habt die Möglichkeit, dort schöne Fotos zu machen, genauso wie am Anschluss an unseren Kostümwettbewerb. Weiter geht es mit Pascal Tammer, Schamane in T5. Ja, da darf man ruhig klatschen können. Denn in jedem dieser Kostüme steckt unglaublich viel Arbeit. Sowas ist mit viel Fantasie und Arbeit gut zu bewältigen. Als nächstes Alina Lütringhaus, ein weiblicher Mönch aus Diablo 3D. 3 natürlich, das D war zu viel. Und die letzte Dame dieser finalen Gruppe ist Melanie Williams, der Dämonenjäger, ebenfalls aus Diablo 3. Mit einem echten Bogen, also ihr solltet klatschen, ansonsten könnte das gefährlich für euch ausgehen. Und die Jury wird sich jetzt die Kostüme noch einmal im Detail angucken. Deshalb lassen wir die Kandidaten so einen Augenblick auf der Bühne stehen. Für die Presse natürlich auch die Möglichkeit, hier jetzt die entsprechenden Fotos zu machen.